Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, guten Morgen, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Der letzte Tag vom Jahr, was darf ich mitgeben? Wir machen ein kurzes allgemeines Orakel, dann dürft ihr euch eine Neujahrsbotschaft aussuchen. Morgen bin ich nicht da, also dieses Orakel ist für heute und morgen, für den Übergang ins neue Jahr, für den Silvestertag. Das ist im Übrigen, guckt euch das an, hier fällt schon wieder der Glücksfall raus. Ich kann es nun auch nicht ändern, es sind viele Karten. Wir nehmen den natürlich gerne an. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist im Übrigen das erste Jahr, wo ich mal mehrere Tage hintereinander nichts mache, wo ich mich irgendwie minimiere und wo ich auch an den Wochenenden mal kürzer trete, weil ich merke einfach bei mir auch, dass ich, ja, wie soll ich es nennen, dass ich dieses Pensum nicht mehr schaffe. Und ich passe das einfach im nächsten Jahr immer wieder ein bisschen an. So, dann haben wir den Glücksfall. Was ist ein Glücksfall? Ein günstiger Umstand, eine Sache, die uns in die Karten spielt, etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Hier haben wir noch einen Glücksfall, der auch sentimentale Gefühle irgendwie mitbringt. Kann eine Überraschung sein, mit der wir so nicht gerechnet haben. In der Beschreibung für die Glücksfallskarte geht es auch immer darum, dass man neue Möglichkeiten hat für finanzielle Fülle, die vielleicht auch auf unübliche Weise ins Leben kommen. Sie sind auch beantwortete Gebete, also auf etwas, das man so gesetzt hat. Und es geht auch darum, dass wir diese unerwartete Fülle auf gute Weise nutzen. Ne? Man lernt auch zu empfangen mit diesen Glücksfällen, die wir immer wieder, also ich werfe sie relativ oft. Wenn man zurückblickt, kann man oft auch sagen, man hat Glück gehabt. Das ist einfach alles nur zeitabhängig. Das ist meine Erfahrung mit dem Thema. Es kann auch irgendetwas sein, wo man schon die Hoffnung aufgegeben hat, ne? wo man merkt, dass etwas geschieht, und das dient auf jeden Fall dem spirituellen Wachstum, denn es zeigt, dass wenn man im Vertrauen bleibt und irgendwie angebunden, die Dinge weitergehen und manchmal auch ihren Sinn hatten. So, dann haben wir hier den Anker, das ist die Berufskarte, die berufliche Situation. Eine Energie, die stabilisiert, an der wir vielleicht auch etwas erarbeitet haben. Für die, die nicht arbeiten, ist es die Energie an den Sachen, an denen wir arbeiten, mit denen wir uns beschäftigen. Ja, und hier scheint etwas Gutes im Beruf vor sich zu gehen. Kleinere Wege, der Klee ist die typische Glückskarte. Etwas, was wir uns erarbeitet haben, bringt Früchte und ist sehr aufklärend. Ne? Da hat sich vielleicht viele Gedanken gemacht, man wusste nicht richtig, was soll das alles. Hier kommt Wissen, das im Verborgenen ist. Wir haben so etwas wie eine bestandene Prüfung oder eine Erfahrung, die wir neu machen. Etwas, was im Unterbewusstsein sitzt, drückt hoch, kann auch etwas Unausgesprochenes sein, etwas Verdrängtes. Ja, und die Belastungen, die lassen wir mal schön in der Vergangenheit.
Es kann etwas Familiäres sein, was sich positiv ändert. Es kann ein Kampf sein, den wir hatten, alles unter einen Hut zu bringen oder trotzdem neugierig zu bleiben, obwohl hier schwierige Zeiten sind. Man sieht familiäre Umbrüche, Veränderungen im familiären Bereich, eine neue Erfahrung. Das Beenden eines Kampfes und in unserem eigenen Haus haben wir den Neubeginn drin. Wie passend zum neuen Jahr, ne? Da fällt uns ein bisschen Glück für die Füße und wir können es nutzen. Möglicherweise haben wir eine Sache aus unseren Kindertagen gemeistert. Eine Lektion. Bei ein oder anderen ist es eine Sache, die sich auf der väterlichen Ebene abspielt, die vielleicht auch Vertrauen gefordert hat oder wo man mit dem Thema Vertrauen getriggert wurde. Manche schließen hier vielleicht auch mit der Vergangenheit ab oder ja, haben einfach dieses Nostalgische noch mal ein bisschen mit an Bord, ne? Eine Zeit, wo unsere eigenen Kindertage auch Genesung erfahren. Hier gehen uns neue Türen auf. Ein Erfolg stellt sich ein. Man hat sozusagen den Schlüssel, den man gesucht hatte, wieder in der Hand. Und hier haben wir dann noch den Reiter für unsere neue Reise. Hier ist etwas, das uns einen Konflikt löst, den wir vielleicht mit dem Thema Veränderungen an sich haben. Oder der uns eben sagt, du musst dich nicht mehr durchbeißen, hier kommst du in einen anderen Flow rein. Ich finde es auch sehr segensreich mit den sentimentalen Gefühlen. Haben wir hier tatsächlich, dass wir vielleicht irgendwelche Erinnerungsstücke finden oder tatsächlich wieder zu einer Emotion kommen, die wir aus der Vergangenheit kennen, die wir aber ignoriert haben. Und es hat das große Potenzial, dass wir eine Last, die uns niederdrückt, abwerfen können. Und es ist eine Last, von der wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie mitgeschleppt haben. Also hier ist es, du kannst es ablegen, du brauchst es nicht mehr. Und es ist vielleicht auch noch unentdeckt. Ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich bin gleich wieder da, dann dürft ihr euch eine Neujahrsbotschaft auswählen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, natürlich ein gutes Ankommen im neuen Jahr. Danke für eure Unterstützung das ganze Jahr, für eure Wertschätzungen, für eure Kommentare. Ich drücke euch und bis bald. Hier bin ich wieder zur Auswahlbotschaft. Ein kleiner Impuls für dein kommendes Jahr, für das Neujahr. Lasst mich ein gutes Händchen haben. So, ich hab's gleich. Ups.
So, ihr Lieben, ihr dürft wählen. Ich lege es mal noch mal schöner hin, weil mich stört das immer. Ich bin heute sehr schnell, ich nehme rechts und wir schauen, was darf ich uns weitergeben fürs neue Jahr. Es ist ein Jahr, wo Vision wichtig ist. Ein Jahr, wo wir Organisation brauchen. Ich lege sie erstmal aus. Ein Jahr, wo wir vielleicht auch unser Heiligtum entdecken. Hier haben wir den Goldfisch. Hier ist die Reichtumskarte. Wir haben, dass wir unsere Zeit gut nutzen sollen. Wir haben, dass wir an unseren Dingen und unseren Glauben festhalten sollen. Und wir haben hier einen Erfolg in verbindlichen Dingen, möglicherweise auch eine Entwicklung einer ganz anderen Sensibilität. Wir haben neue Möglichkeiten im vertraglichen Bereich, im verbindlichen Bereich. Und es ist vielleicht ein Jahr, wo wir auch sehr sensitiv auf unsere Verbindungen schauen dürfen. Gucken wir, was die Visionskarte uns mitbringt. Das ist jetzt sehr spannend, denn wir haben ja hier den Mond dabei. Hier geht es auch um unsere Emotionen, um unsere Bilder, die die Seele uns zeigt, um unsere Empfindsamkeit. Und die Visionskarte sagt einfach, dass wir diese Gefühle würdigen, dass wir unsere Gefühle und geistigen Bilder vertrauen und dass wir spüren, dass eben die Antworten auf unsere Gebete über diese Emotionen kommen. Hier ist es auch so, dass die Vision, die man für sich selber hat, Segen bringen wird, für alle. Sie ist himmlisch inspiriert und es gehört dazu, dass die Perspektiven von allen irgendwie, ich sag mal, befriedigt werden. Die Intention ist wichtig, warum mache ich was? Und das Vertrauen, dass optimale Lösungen gefunden werden. Klar zu blicken über die Dinge, auch zu gucken, hat irgendwer oder irgendwas schon seine Integrität verloren. Hier sind auch viele Botschaften, gerade was das Auge betrifft, ne, dass man mal auch hinguckt, wo sehe ich etwas verschwommen oder verklärt. Die Sehkraft ist angezeigt. Und es geht eben um die inneren Bilder, die wir so haben von unserem Leben und die wir durch die Seele vielleicht auch in den Abendstunden oder Träumen aufgezeigt kriegen. Dann haben wir hier die Organisation. Die Karte sagt, dass im nächsten Jahr die Pläne dabei sind, Gestalt anzunehmen. Alles wird leichter fließen, wenn man ein bisschen Organisation und Disziplin in die Dinge bringt. Und der Schlüssel zum Erfolg besteht zumal darin, die eigene Kreativität und Logik an den Tag zu bringen, also beides gemischt. Hier ist auch so eine Energie, da braucht es eine gewisse Intelligenz und vielleicht braucht man auch jemanden, den man um Rat fragen kann, einen Mentor oder sowas. Wir kriegen auch hier mitgegeben, dass wir unsere Energienreserven erneuern, dass wir uns aufladen, dass wir uns intensiv um unsere Bedürfnisse kümmern, dass wir weglassen, was nicht positiv ist. Wir dürfen uns zurückziehen oder Zeit mit jemandem verbringen, mit dem wir, ja, ich sage mal, gleiche Werte teilen. Wir dürfen unseren Besitz pflegen, Dinge instand setzen. Hier sind sehr viele Energieschübe für die Zukunft. Es ist auch so ein Jahr, wo man sich eine Grundlage erschafft, weil Blüte und Entfaltung kommen werden. Das Innere ist hier sehr wichtig fürs neue Jahr. Auch diese Karte sagt wieder, nimm deine innere Führung in Anspruch für die Dinge.
Gönne dir immer wieder Auszeit, sorge für schöne Zeiten. Wenn du auch schon spürst, ne, ich bin vielleicht überfordert, ja, auch nutze deine Zeit. Dass das ein Gefühl sein wird, dass wir im nächsten Jahr immer mehr brauchen, dass wir Zeit nicht zurückholen können, dass wir sie vielleicht besser organisieren können. Ja, und mit dem Goldfisch haben wir das Thema Reichtum mit an Bord. Ja, der Goldfisch, der bringt Glück und Lebensfreude mit. Man kann mit dem Beistand des Himmels rechnen. Man ist konzentriert auf die Freude und Fülle, die das Leben an sich mitbringt. Das Vertrauen, dass man sicher im Fluss des Lebens schwimmt. Man hat vielleicht hier auch ein oder anderen Mal wieder so ein Staunen, dass man denkt, wow, wie sich das alles fügt. Und wir sollen uns auf das fokussieren, was uns auch Fülle bringt. Ne? Und das, was uns am meisten Spaß und Freude macht, das, was wir uns auch wünschen in unserem Leben, wird uns hier Glück bringen. Hier wird man auf der Welle des Erfolges zu seinem Ziel getragen. Wunderbare Aussicht. Schauen wir uns die andere Seite an. Ihr habt hoffentlich genauso gute Karten. Wow, triumphierend. Das hört sich ja schon mal gut an. Ihr habt den Heiler des Denkens, da geht es darum, Ordnung zu schaffen. Ihr habt das Thema Mut und ihr habt den Karpfen mit dem Thema Sieg. Der Karpfen ist genauso gut wie der Goldfisch auf der anderen Seite. Wellness wird für euch wichtig. Aussprachen sind wichtig. Lasst euch nicht den Mund verbieten. Ihr schafft Klarheit an all dem, was ihr euch erarbeiten wollt, vielleicht auch im Arbeitsbereich, oder habt wieder so ein bisschen mehr dieses Gefühl, ich kann vor Anker gehen, ich fühle mich gefestigt. Alle Themen, die mit dem Thema Arbeit, Beruf, Berufung zu tun haben, können hier wichtig werden. Ja, mit dem Thema Triumphieren habt ihr natürlich etwas, was auf euch zukommt, wo ihr seht, dass eure Wünsche sich manifestiert haben. Hier werden sehr viele Hindernisse aus dem Weg geräumt. Ihr braucht euch nicht darum kümmern, wie das passiert. Es ist wichtig, dass man hier so eine gewisse Angebundenheit hat, dass man nicht vergisst, dass man auch nach oben versorgt ist und dass man hier sich sehr so fühlt, dass man einen gewissen Beistand hat. Ihr fahrt hier eure Triumphe ein und eure Siege. Ja, hier habt ihr das Thema, dass es Zeit ist, Ordnung zu schaffen. Das betrifft die Umgebung, das Umfeld, Menschen, die immer nur nehmen und nichts zurückgeben. Also da darf man ruhig mal ausmisten. Und hier ist vielleicht auch eine ganz neue, große Lebenserfahrung und man hat ein bisschen dieses Ding, dass man wieder mehr die Sachen mit Humor betrachtet. Dann habt ihr hier das Thema Mut. Hier ist die Espe. Hier habt ihr mit der Espe ein großes Netzwerk, das euch trägt. Wenn ihr irgendwelche Dinge vorantreibt, wo ihr vielleicht gedacht habt, ja, das traue ich mir nicht zu oder vielleicht bin ich nicht gut genug. Ich für mich im Leben habe bei mir bemerkt, das gilt nur für mich, jeder kann das anders sehen. Mut wird immer belohnt. Vielleicht auf ungewöhnliche Wege, aber es ist so. Nicht Übermut, wir haben es von mutig sein, von sich was zutrauen. Dann kommt ihr hier mit dem Karpfen in eine Situation, wo ihr einen triumphierenden Sieg einfahren könnt. Auch der Karpfen bringt mit, so wie die Triumphkarte hier, dass ihr gelernt habt, schicksalshafte Gegebenheiten oder Schwierigkeiten zu überwinden. Ihr geht gestärkt vor, nimmer müde voran, bleibt auf Kurs und könnt so eure Erfolge einfahren.
Hier sind so diese Eigenschaften, ne? Man schafft hier Ordnung und der Karpfen bringt mit, dass wir Mut, das haben wir hier, Beharrlichkeit, Ausdauer und Disziplin ins Leben kriegen und genau mit diesen Eigenschaften auch über die Dinge kommen. Man guckt über den Tellerrand hinaus, man sieht sehr viel mehr. Hier sind sehr viele kreative Lösungen auch, die auf euch zukommen. Und das ist so dieses Gefühl, das ich mit den Lennys hier unten hatte. Man hat dieses, ich bin der Meister in meinem Leben. Ich weiß, dass ich alles schaffen kann. Ich habe die Kraft für alles und ich fahre mir eine Situation ein, die mich trägt. Klar, zum Thema Wellness brauche ich jetzt nicht so viel sagen. Vielleicht auch ein Jahr, wo ihr euch mehr Auszeit nimmt, wo ihr euch verwöhnt und euch Gutes tut und auch nicht das Gefühl habt, es steht euch nicht zu. Ihr Lieben, beides sind wunderbare Botschaften. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Silvester und ein schönes Neujahr. Bis zum nächsten Jahr, ihr Lieben.